This is from a darshan with Srila Bhakti Srila Goswami Maharaj. Das ist aus einem Gespräch mit Srila Maharaj. Mic, one mic, please. Yeah. He said, the innermost hankering of every living soul Die ganz tiefste Sehnsucht jeder einzelnen Seele is for beauty, love, affection and harmony. ist für Schönheit, Liebe, Zuneigung und Harmonie. Not for power, Nicht für Macht, knowledge, Wissen or anything else. oder irgendetwas anderes. Read again. The innermost hankering of every living soul is for beauty, love, affection, and harmony. Not for power, knowledge, or anything else. Read again. Lies es nochmal. The innermost hankering of every living soul is Die allertiefste Sehnsucht einer jeder einzelnen Seele is for beauty, love, affection, and harmony. ist für Schönheit, Liebe, Harmonie und Zuneigung. Not for power, knowledge, or anything else. Nicht für Macht, Wissen oder irgendetwas anderes. Yeah. Yeah, read more. More? This is the diagnosis of the whole creation in time and space. Das ist, wenn man die gesamte Schöpfung untersucht, in allen Zeiten und Orten. Their common cause is one. Da gibt es einen gemeinsamen Ruf in der gesamten Schöpfung. But it is rare for a soul to reach such a clear stage of hankering Aber for reality. meistens sind die Sehnsüchte sehr zerzaust und es ist sehr selten, dass dieses Verständnis der Wirklichkeit sehr klar ist. Yes, such a clear stage of hankering for reality as to understand this point. Dass man die Realität so verstehen kann, dass man diesen Satz am Anfang richtig verstehen kann. Few souls are to be found in this world who are really conscious of their innermost necessity. Es gibt ganz wenige Seelen in dieser Welt, die sich bewusst sind über ihre tiefsten Bedürfnisse. Innermost reality is Govardhan. Die ganz tiefste realitäre Wirklichkeit ist Govardhan. He says, they realize we want Krishna, we want Vrindavan. Diese Seelen, sie verwirklichen. Wir möchten in diesem Innen Krishna und Vrindavan. Go on. Such sincere souls are not easily found. Solch ernsthafte Seelen sind nur sehr, sehr schwer zu finden. There is only one end. Many are not necessary. Only one. Only one. Es gibt The one, ein einziges Ziel, es braucht nicht viele. the very one we want, is a relationship of divine love. Und dieses Ziel, was wir möchten, ist eine Beziehung mit dem göttlichen Paar. Relationship. My dear, relationship. Es geht um Beziehung, meine Liebe. Of divine love. Von göttlicher Liebe. Easy. Not complicated, my dear. Es ist sehr einfach, nicht so kompliziert. Read again. Please. There is only one end. Many are not necessary. Es braucht nur ein Only einziges Ziel, one. nicht viele. The one. That very one we want is a relationship of divine love. Und dieses eine Ziel, nach dem wir uns sehnen, ist eine Beziehung in göttlicher Liebe. Again, this one. The beginning. Yeah. Yes.
Please. The innermost hankering of every living soul is Innermost hankering. Die allertiefste Sehnsucht. Why we are suffering? Because we don't see this. Warum leiden wir? Weil wir das nicht erkennen und sehen. Our innermost desire. Wir verstehen unseren innigsten Wunsch nicht. This is my suffering. Das ist mein Leiden. What is the anchoring of innermost thing? Is beauty. Und was ist diese innerste Sehnsucht in jeder Seele? Es ist die Sehnsucht nach Schönheit. Beauty. beauty, love, affection, and harmony. Liebe, Zuneigung und Harmonie. We have to, just now I'm listening. Krishna not become happy when you become only worship in temple to him. Krishna ist nicht fröhlich und glücklich, wenn man ihn einfach in den Tempeln verehrt. He happy when you love his devotee. Krishna ist so glücklich, wenn man seine Geweihten beginnt zu lieben. This is the thing. Again read this. Lies das nochmal. The innermost hankering of every living soul is for beauty, love, affection, and harmony. Not for power, knowledge, or anything else. Nothing. We try many times for power. Wir haben so oft versucht, uns Bestätigung zu geben durch Macht oder darin Erfüllung zu bekommen. There is no end of knowledge. Und es gibt kein Ende vom Wissen. Knowledge ends, love starts. Aber dort, wo wirklich alles Wissen endet, dort beginnt Liebe. Next part. An intellectual understanding of Krishna consciousness is impossible. Ein intellektuelles Verständnis von Krishna ist Impossible. Just as a bee cannot taste honey by licking the outside of a glass jar, one cannot enter the domain of higher spirit through intellect. So genauso wie eine Biene den Honig nicht kosten kann, wenn sie einfach außen am Glas ein bisschen leckt, so kann der Intellekt nicht diese Essenz erfassen. We has to go inside, not outside. Ganz reingehen und nicht herumschwirren an der Außenseite. So Srila Maharaj says, as subjects, we are subordinate to the supreme subject. Als Individuen sind wir immer untergeben zum höchsten Individuum. So there must be seva, service. Again this line. As subjects, we are subordinate to the supreme subject. For the subject, read. Yes. As subjects, we are subordinate to the supreme subject. What is subject? Was ist das Subjekt? Ashra is the subject. When Ashra is there, Visha is there. Wenn ich mich selber verstehe als das Prinzip, das Zuflucht nehmen soll, dann an dem Moment taucht das Objekt, das Zuflucht gibt, auf. Our subject for the supreme subject is Ashra to Visha. Wir als Seelen sind das Ashray, das Zufluchtnehmende und gehen hin auf das Zufluchtgebende. Just a couple more things. Yeah. He says, so there must be seva, service. Is Ashra. Service is only possible when there is an ashra. We want to listen, we want to follow. Is a service mode is coming.
ashram. Wenn ich wirklich in der Haltung von Zufluchtnehmenden bin, hören möchte, aufnehmen möchte, dann kommt natürlicherweise die Stimmung des Dienstes. When relation is there, automatic services come. Und wenn Beziehung wirklich auftaucht, ganz natürlicherweise ist Dienst da. And when service is there, is devotion, love in action. Und wenn Dienst da ist, dann ist es Liebe in Angewandtheit, Hingabe. Seva is the all-important factor. In the Bhagavad Gita, Seva ist das wesentlichste, der wesentlichste Faktor. in the Bhagavad Gita, it is mentioned that pranipat, respectfully approaching, pariprashna, sincerely inquiring, and seva, an attitude of service, are necessary to enter into the domain of divine love. Und in der Bhagavad Gita heißt es gibt 3 wesentliche Prinzipien für den Eintritt in göttliche Liebe. Prapatti, Ergebenheit, sich langsam niederfallen lassen, Pariprashna, dringlich zu fragen, und dann Seva, jetzt möchte ich das anwenden und dienen. Only by service will Krishna be satisfied and come down. Nur durch Dienst wird Krishna erfreut sein und herunterkommen zu mir. Only then will we be able to understand the nature of the higher plane. He says it can touch us, but we cannot climb up to that domain of our own sweet will. It can touch us, but we cannot climb up. Es kann uns berühren, aber wir können da nicht hochsteigen. Es hängt. Through his nature, we can touch. This nature is love. Seine Natur kann uns berühren, seine Natur ist nämlich Liebe. And love is Radhika. Liebe ist Radhika. You can touch, you can feel it when you take ashraya. Und du kannst es berühren und wirklich erfahren, wenn ich in eine Zufluchtsnahme gehe. To Radhika. In eine Zufluchtsnahme zu Radharani. He will touch us. Sie wird uns berühren. By service, by loving to his devotees. Durch Dienst und Liebe zu den Devotees. Caring to devotees. Und sich wirklich kümmern um andere Devotees. This is our hankering. Das ist unsere letztliche Sehnsucht. Some more? Okay. I remember one thing. Ich erinnere mich an etwas. I was in family life. Ich war im Familienleben. I don't know much about the slokas and this, doing all life business, taking care of the things. Das ganze Leben habe ich Business gemacht und mich um so viele Dinge gekümmert. Ich kannte nicht viele Verse und Texte. 1996 I went to America 1996 bin ich nach Amerika gegangen. and I desired to take sannyas there. Suddenly, one night, it happens. Now is over, go. Und dann in einer Nacht ist mir plötzlich eine Inspiration gekommen. Ich werde Sannyas nehmen, ich werde alles verlassen. I will renounce my family. Und ich werde meine Familie entsagen und aller Besitz. I talked with my son, he's living there.
Ich habe da mit meinem Sohn darüber gesprochen, er hat auch da gelebt. He thinks that I am so attached with everything. How I will renounce? It's not possible. Er war sich sicher, also der ist so angehaftet an alles, wie könnte er je das jetzt sagen? I say, I want to renounce. Ich habe ihm gesagt, doch, ich möchte jetzt sagen. He said, yes, what you like you do. Und dann hat er gesagt, ja, was du willst, mach doch. I say, I want to go Miami. Und ich werde jetzt nach Miami gehen. He arranged ticket for me and I went there. Und dann bin ich dahin gefahren. Always inspiring me, Paramadvaiti Maharaj. You have to work for Krishna now. Und Paramadvaiti Maharaj habe ich immer inspiriert und gesagt, mach, du kannst jetzt für Krishna tätig sein. And I remember Prabhupada's words, he said me to do that. Und ich erinnere mich, in den 70er Jahren hat mir Prabhupada genau das gesagt, dass ich herumreisen soll und lehren. Then I said to him, I want to take sannyas. Und dann habe ich zu Maharaj gesagt, ich möchte jetzt Sannyas nehmen. And from you. Und ich möchte es von dir nehmen. Was surprised? He was surprised, he was shocked. Er war überrascht und schockiert. He said, give me some time to think. Und er hat gesagt, ich muss jetzt ein bisschen überlegen und nachdenken. It was a long story, but I make cuts off. Das ist eine lange Geschichte, ich mache es kurz. When I took sannyas Wo ich dann Sannyas genommen habe. in Colombia, In Kolumbien. it's also a very nice story, but it's very long. Schöne Geschichte, aber sehr lang. I took sannyas. Then I think what to do now. So, jetzt habe ich Sannyas genommen, jetzt bin ich ein entsagter Mönch, was mache ich jetzt? I don't know anything. Ich I weiß was never brahmachari, never like this, any practice. Ich war nie ein Mönch in einem Tempel, ich habe nie das so praktiziert. So I said, now what to do? Dann habe ich ihm gesagt, was soll ich jetzt machen? He said, preach. Er hat gesagt, ja, kannst herumreisen und unterrichten, predigen. I don't know how I will preach. Und ich hatte keine Ahnung, was I predigen have to heißt. know what to do. Was soll ich jetzt machen? He said, come. Hat er mir gesagt, komm, There was one book da war ein Buch, he gave me. das er mir gegeben hat. I opened. It was not in English. Er hat mir ein Buch gegeben, aber das war nicht mal in Englisch. It was book of Sadhu Maharaja. Es war ein Buch von Srila Maharaj. All books in one place, and Sadhu Maharaja. Viele Bücher zusammengefasst in einem großen Buch von Srila Maharaj. And I see Spanish. Ich habe aufgehört, das war Spanisch. I don't know what words. Ich hatte keine Ahnung, ich konnte kein Wort verstehen davon. What to do? Was soll ich jetzt machen? He said, don't bother. Er hat mir gesagt, kein Problem. This book will help you. Dieses Buch wird dir schon helfen. And really, if anything helped in my life, this book helped. So, wenn irgendetwas in meinem Leben geholfen hat, das war dieses spanische Buch. Why? Warum? I cannot say by my reading anything. Ich I konnte, need one help. Somebody read, then it comes to me. weil ich konnte das nicht selber lesen, aber jemand hat mir vorgelesen und übersetzt und dann hat ich hören dürfen. So this way, one translator was with me, always flying in every place going. Dann ist ein Übersetzer mit mir da überall rumgeflogen mit mir And I'm listening. und ich habe einfach nur zugehört. And by his grace, everything becomes clear. Und durch die Gnade von Srila Maharaj ist alles klar geworden. Why? You cannot understand his one line if you are not in your spiritual conscious identity. Also ihr könnt nicht eine
Zeile wirklich verstehen, wenn man nicht in einer spirituellen Identität verankert ist. That 9 months in traveling in South America, it was boon for me to listen his every words and to understand them. So diese 9 Monate herumreisen in Südamerika war eine große Segnung für mich, die Worte von Srila Maharaj zu hören. A straight, simple way, he explained everything. Auf sehr direkte und klare Weise, einfache Weise hat er alles erklärt. Gurudev, you have many books in German from Srila Maharaj. I'm sure read, my dear. If you want to Wir haben da increase, draußen sind viele Bücher von Srila Maharaj. if you want to increase your Govardhan, you have to go through that. Oder, und wenn man dieses Govardhan, diese Intensivierung des spirituellen Bewusstseins und der Sinne entwickeln möchte, muss man durch diese Bücher gehen. Govardhan, to increase your spiritual identity. Without that, it's not easy. You have 7 days, Krishna is helping. So you need the help of Mahajans. You need help of Krishna. Krishna hat den Minimum Govardhan, 7 days. er hat den Govardhan hochgehoben, er hebt so unser spirituelles Bewusstsein. Und wir brauchen die Hilfe von den Heiligen für mindestens 7 Tage, wie Krishna den Hügel hochgehoben hatte. If not, then we will always serve demigods, Indradev. Und wenn nicht, dann werden wir immer nur dienen irgendwelchen Devas und Devis in die Indra. And Krishna said, no, serve to Govardhan, because he will bring out from suffering. Is your spiritual identity. Das ist die spirituelle Identität. Amrish, sing like oh, sing on guitar. Guitar here? No guitar. Jera. Yeah, read more. In the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, we are told that we can try to enter the world of higher reality. Im Bhagavatam heißt es, dass wir die Welt, höhere Realität betreten können, Through intellectualism, nicht durch intellektuelle Ansätze. but we will again come back baffled in our attempts. Wir können es versuchen mit intellektuellen Ansätzen, aber wir werden wieder zurückkommen, wo wir waren. If we try to press with our intelligence to enter into that domain, Wenn wir uns mit der Intellekt uns hereindrücken, versuchen in diesen heiligen Bereich, we will come back dissatisfied, in despair. oder wir werden unerfüllt und letztlich auch verzweifelt wieder am gleichen Ort zurückkommen. And will wander here within this mortal world again and again. Und wir werden durch diese sterbliche Welt immer und immer wieder hindurchwandern. The world of sense experience will come and go through its different phases. Die Welt der Sinneswahrnehmung kommt und geht und durchwandert endlose Phasen. But it cannot enter that spiritual plane. Aber es kann dieser spirituelle, heilige Bereich nie berühren. To enter that world, Um diese Welt zu betreten, the only requirement is submission to a real agent of divinity. ist das Wesentliche, ist das Hingabe zu einem Agent, der dort verankert ist. Real agent of divinity who lives. The agent means the person Ein Agent bedeutet eine Person, who lives in divinity. der in der Göttlichkeit lebt. That is the spiritual master. Das ist der spirituelle Meister. They are agents in our life
come to help us. Und es kommen Agenten einfach in unser Leben hinein, um uns zu helfen. In the way of divinity. Und wir wissen, es ist vom Göttlichen geschickt worden. Then finally he says, Und letztlich sagt er, he may impart the process, and if we can accept that, we will be able to enter that world. Mag uns diesen Vorgang vermitteln, und wenn wir den auch freiwillig akzeptieren können, dann werden wir Zugang finden. That process, I say in my life, I was doing many processes as per my thinking. Ich habe so viele Prozesse und Dinge ausprobiert, wie ich immer gerade gedacht hatte. I'm doing 4 hours this, 3 hours this, no eating up to 12, Mauna for 1 month. Dann habe ich diesen Prozess gemacht, 4 Stunden das und dann das, und dann habe ich aufgehört zu essen nach 12 Uhr und mal einen Monat geschwiegen. Many austerity. Viele Entsagungen. First thing, what happens? Das Erste, was geschehen ist, the agent, he changed my all habits. der Agent ist in mein Leben Gurudev. gekommen, Gurudev, und hat all meine Gewohnheiten über den Haufen geworfen. I was Mauna in his presence. Ich habe geschwiegen in seiner Präsenz. He said, what? Ich habe gesagt, was? In the front of Guru, no more. Dann schweige nicht vor deinem spirituellen Leben. And he defined about the Mauna. Und er hat mir Mauna, das Schweigegelübde, definiert. If you are talking and only you talk about the Lord, you are also Mauna. Oder wenn du sprichst, aber nur über den Herrn sprichst, das ist Mauna, das ist das Schweigegelübde. And he gave more examples. I gave you some. So Mauna is a different thing. Das ist etwas anderes, als ich es verstanden habe zuvor. You eat fruits, means when the prasadam will come, then he will say, I will not take this because it's not fruit. Oder, und dann habe ich sein Gelübde, nur Früchte zu essen, aber dann wird mir das heilige Prasad angeboten und ich habe es zurückgewiesen, ich esse nur Früchte. This is not devotion. Das ist nicht Hingabe. You decide to eat yourself, then you have no love. Oder ich entscheide selber, was ich jetzt gerade essen möchte. Das ist nicht Abhängigkeit und das ist nicht Liebe. If you have love, what my lover wants, I will eat that. Weil was mein Geliebter möchte, wenn ich Liebe habe, was mein Geliebter ist, das akzeptiere ich. If I decide what I like, you have to eat, Mama. No devotion. Wenn ich einfach da entscheide, was ich hier zu essen möchte, das ist keine Liebe. Immediate I stop eating fruits. I said, no. Yes. I Dann got sofort habe ich es sofort empfangen und verstanden und habe aufgehört, auch Früchte zu essen. it. And really, by the grace, mercy flow. I was 6 months in ecstasy. 6 months I forget my bodily consciousness. Und dann habe ich Prasad gegessen und ich bin 6 Monate völlig in Ekstase gewesen. Ich habe alles körperliche Bewusstsein vergessen. Like a small pot and big mercy flow, it cannot digest like this. Das ist wie ein kleiner Topf, aber da kommt ein Strom vom Gnade und das wird alles zersprengt und kann es nicht mehr nehmen. Prasad is straight mercy, my dear. Prasad zu essen ist direkte Gnade, meine Lieben. Ekadasi day, I'm telling you honestly, Ich sage euch etwas ehrlich. no drinking water. Ich habe nie Wasser getrunken an diesen Tagen. Where is austerity? Ekadasi I do. Ich habe ganz große Entbehrungen gemacht. He's 100 to
15 or something years old. Und mein Gurudev war zu dem Zeitpunkt 115 Jahre alt. 100 years he do Ekadasi. Und 100 Jahre hat er Ekadashi He genau cannot befolgt. eat anything like fried. Er kann gar nicht mehr Frittiertes oder so essen. So liquid rice he is taking. So dann hat er einfach nur in dem Alter auch an Ekadashi ein bisschen flüssiger Reis gegessen. And no brush, I no brush that day. I no take bath, anything. Also an dem Tag bin ich erst gerade aufgestanden, ich habe noch nicht Zähne geputzt oder gebadet. Normally I cannot do this. Normalerweise habe ich nie irgendetwas gegessen, bevor ich nicht mich geläutert habe durch Bad. But that day night I come from Delhi and I'm late sleep and like this, so it was not, I was ready. And So, aber ich bin gerade ganz spät in der Nacht von Delhi nach Vrindavan gekommen und spät ins Bett gekommen. and I went to give Dandavat to him. Und dann bin ich am Morgen früh zu Gurudev und habe mich verneigt vor ihm. He said, come and take prasad. Und er hat mir gar gesagt, komm und nimm Prasad. But I cannot eat, so I'm taking some rice. Und er hat gesagt, ich kann es nicht, sonst nicht essen, ich nehme jetzt einfach Reis. By his grace, he opened my eyes. I said, yes, Gurudev. And I sit with him. Oder? Und er hat mich eingeladen. Ich habe gesagt, ja, Gurudev, ich bin mit ihm gesessen. And he gave from his remnants to me. And I eat that. Und er hat mir seine Überresten von seinem Teller mir gegeben, ich habe es gegessen. And he blessed through that mercy to me. 6 months. If I go to toilet, I don't know that I have to wash my hands. So für 6 Monate war ich nur noch in Ekstase. Wenn ich auf Toilette ging, wusste ich nicht, dass man noch Hände waschen muss. So her mother is taking care. Ihre Mutter hat sich dann um mich gekümmert. Nitis Mutter. Always. I don't know. I have no bodily consciousness. Ich hatte kein körperliches Bewusstsein. Where I see only Radha Krishna pastime. Wo immer ich hingeschaut habe, ich habe nur die Spiele von Radha und Krishna gesehen. They bring me to cinema hall to bring me out from that. Und dann haben sie mich ins Kino gebracht, um mich da ein bisschen rauszunehmen. But when I go in picture hall, I see the same and I start crying. Und dann habe ich mit ins Kino gegangen und habe nur Radha und Krishna gesehen und habe geweint. Every place. An allen Orten. This is see my tear. Das war eine Gnade. Respect. Respektiert Prasada mit Mercy großer can come Wertschätzung. through prasad only, my dear, I can say. Ich kann euch sagen, diese Gnade kann durch das Medium von Prasad zu uns kommen. Never say, I don't need. I need prasad. Sagt nicht, I ich brauche need es. mercy. Ich bin angewiesen auf Gnade. When which time mercy will come in my life, we don't know. Wir können nie sagen, wann die Gnade durchbricht in unserem Leben. He has to come and give mercy. We cannot be qualified to go up to take this. Er muss kommen und die Gnade schenken. Ich bin nicht qualifiziert, dort einzudringen. Radhe Radhe Govinda Yeah. Govinda Radhe
questions? Ist irgendeine Frage? Einbringen möchte? Yes, in the beginning, you said that seva is only the way to Krishna and seva to the devotees. And what is with seva to the normal person in the life, with seva to all the human beings? Du hast gesagt, das Seva zu Krishna und den Geweihten ist ein Weg dorthin. Was ist denn mit dem Dienst zu allen anderen Lebewesen? Every living being. We have to see every living being we have to serve. Wir sollen jedes einzelne Lebewesen sehen, achten und dienen. One person asked from Prabhupada, Eine Person hat von Prabhupada gefragt, how I will know he is devotee? wie weiß ich denn, dass das ein Devotee ist oder nicht? Prabhupada answered, if you see he is a gentleman, you think he is a devotee. Wenn du denkst, er ist ein Gentleman oder denk einfach, er ist ein Devotee. Gentleness is the nature of devotion. Also diese Freundlichkeit und Milde ist eine Eigenschaft eines Geweihten. Yeah. You see, friend of mine, I need your voice. Raji, a few days ago you were telling that divine love is like overflowing and from there going even to all living beings. Yes. It's the feelings. You feel, they feel you. Du fühlst sie und sie fühlen dich auch. Krishna become happy when you serve him, and he become more happy when you serve all living beings. Krishna ist glücklich, wenn man ihm dient und ihm das darbringt. Aber er ist noch glücklicher, wenn man allen Geweihten dient, wenn man in allen den Geweihten sieht. Why? Because you start looking Krishna everywhere. Jit dekho tit sham mein. Weil du beginnst, Krishna wirklich überall wahrzunehmen, überall, wo ich hinschaue, ihn zu sehen. Clear? Was für ein Buch von Srila Maharaja wurde dir dann in Südamerika gegeben? In one book, it was whole book there. All his important books is one Spanish book, he made this. In einem spanischen Buch hat er alle Bücher von Srila Maharaja zusammengefasst gehabt. All. And he gave me that. Das hat er mir geschenkt. And by listening, I never prepared myself, only I listen. Ich bereite mich ja nie für etwas vor, ich höre einfach nur. 7. Listening is more important than preparation of reading. Weil zu hören geht viel, viel tiefer als die Vorbereitung durch Lesen. Because when you read, you develop doubts also. Wenn man liest, können gleichzeitig auch noch Zweifel und eigene Gedanken einfließen. And when you listen, it's a flow, you have to be there. Und beim Zuhören ist es wie ein Fluss, und da kann ich ganz da sein. To receive the flow. Es ist in eine Empfänglichkeit treten, um das zu empfangen. And one line of the flow will come in our life, life will change. Und wenn nur eine Linie wirklich unser Herz berührt, wird sich das Leben ändern. Some words will come, life can change. Oder einige Worte schon können hereindrängen und haben die Kraft, das Leben zu verändern.
So Shravanam is more important. You see the Ganesha? Shravanam zu hören ist wesentlicher als zu lesen. Seht ihr Ganesh? Ganesh ear is very big. Hat ein riesiges Ohr. Why? Because you go in Vrindavan, you see every temple in the front gate Ganesha. Oder überall in den Namen, auch in den Eingangstoren, ist Ganesha. Why? Warum? Because Ganesha is a god of intelligentsia. Ist der Deva der Intelligenz. And it comes through listening. Und es kommt, Ear is big. das Ohr ist riesig groß, weil er empfängt. Shravanam, by drinking, we have to drink it Wir wollen es richtig trinken, through the lips. durch die Ohren. So it's better than to read loud if one reads individually. Then also you are drinking. Oder wenn ich alleine bin, dann ist es vielleicht besser laut zu lesen. Dann sage ich, ja, dann trinke ich auch. Drinking is important Das ist das from the Trinken ears. durch die Ohren. Maharaj, maybe you can speak about your attitude when you hear about Krishna. What is your attitude? How you drink? What is... In was für eine Haltung nimmt er denn auf? When I listen about Krishna, Wenn ich etwas über Krishna höre, that I like, more than Krishna, I like my Lord. noch lieber als Krishna habe ich mein Krishna. My sweet Lord Krishna. I like my sweet better than Krishna because without my is not sweetness will come. Weil ohne dieses Mein, Sweetness. dieses Verbundenheitsgefühl kann Lieblichkeit nicht kommen. Mine is important, sweet is important, Lord is always there. Mein, dieses Verbundenheitsgefühl und die Lieblichkeit, Radharani ist Krishna immer da. Mine is important. You are mine. How you will go from me? Krishna, du bist mein. Oh. But you cannot go from my heart Du kannst schon gehen, aber du kannst nicht mehr aus meinem Herzen weggehen, because you are mine. weil du mein bist. And I have a mercy of your sweetness because Radhika is sweetness. So she is with you. So how you can go, my sweet Lord? Oh, Radharani ist immer mit dir und ich habe ihre Gnade. Dann kannst du nie wieder mehr mich verlassen. You got the sweetness from her. Ich habe diese Lieblichkeit von ihr erhalten. Before I am adoring you. Vorher habe ich dich verehrt. By her grace, you become very sweet. Aber wenn die Gnade von Srimati Radharani eintritt, dann wird alles so lieblich. My sweet Lord. Mein lieblicher Herr. Again sing my sweet Lord. Go ahead, has a question. Yes. Okay. Krishna glorifies buddhi in Bhagavad Gita. Is buddhi mainly the intelligence, the brain, the head, or is it more than that, including the heart? Buddhi is buddhi. Yes, intelligence. Krishna glorifiziert Buddhi. Ist das das Hirn oder ist es auch das Herz, eine Auffassungsgabe? And the buddhis means intelligent. The form of intelligence is Ganesha. Also, und die Form aller Intelligenz ist Ganesha. You see the air are big.
Seht ihr? Und er hat so ein riesiges Ohr. Das ist Intelligenz, riesige Aufnahmefähigkeit. Eyes is divine, big, very big. Und große göttliche Augen. We have to develop divine eyes. Wir wollen göttliche Augen entwickeln. Big ear. Riesige Ohren. Big belly. Große. Right? Because you listen and keep it. Oder großer Bauch, weil du hörst alles, aber behältst es. Don't go this way and that way. Oder? Es soll nicht reingehen und dann wieder raus. You see? You see? Big nose. Big nose means nose is bigger. He can smell. Die Nase ist riesig, richtig riechen. He smell how positive and negative vibrations are there. Wo sind positive und negative Vibrationen? Is anukula or pratikula? Ist etwas förderlich für meine Hingabe oder ist es hinderlich für meine Hingabe? Sofort rieche ich es. This is buddhi. Das ist Buddhi. No, it's all mercy. Alles Gnade. His chariot is rat. Sein Wagen, auf dem Ganesha reitet, ist eine Ratte. Not much movement necessary. Das bedeutet, es ist nicht mehr nötig, sich viel in der Welt herumzubewegen. He cannot go fast. Kann nicht mehr weit gehen. You have to always present to listen. Immer in einer völligen Gegenwärtigkeit sein, nicht herumgehen, um wirklich zu empfangen. This is buddhi. Das ist Buddhi. And see Radhika, Sehr. prem, form of love. Und was ist Srimati Radharani? Es ist die kondensierte Form von Gottes Liebe, Prem. You say any place where the prem is not there. The word prem is not used. Sag mir irgendein Ort, wo Prema nicht gebraucht wird, wo Prema nicht wäre. Even Brisbane kingdom is bigger than Nanda Baba kingdom. Das Königreich von Vrishabhanu Maharaj ist viel größer als das Königreich von Nanda Baba. This is Vrindavan. Das ist Vrindavan. See? My sweet Lord. Sweet Lord.